Hallo, und erinnert ihr euch noch? 2025 im April habe ich euch den PK 215 hier auf diesem Kanal vorgestellt. Und wir haben uns zusammen die ersten Schritte in Sachen Balkonkraftwerkspeicher hier zu diesem System angeschaut. Wer sich dieses Video nochmal anschauen will, hier oben unter dem i findet ihr den Link dazu. Heute gibt es hier Neuigkeiten zu berichten. Und zwar, ihr seht es hier schon hinter mir stehen. Ich habe hier den Nachfolger des Systems hier stehen. Hier hat sich einiges geändert, aber nicht nur am System selber, sondern auch an der Marke, an dem Namen. Denn aus Sunlit wird jetzt Sun Energy XT. Warum das passiert und was das Plus-Modell jetzt hier vor mir alles besser macht, klären wir jetzt in diesem Video. Stellt sich nun natürlich als erstes die Frage, warum überhaupt der Markenwechsel? Der neue Markenname steht jetzt hier für den nächsten Schritt in der Unternehmensentwicklung, und zwar vom reinen Speicherfertiger oder Balkonkraftwerkspeicherhersteller hin zu integrierten Energiespeicherlösungen, wie zum Beispiel Energiemanagement, dynamische Tarife, Elektromobilität und das alles natürlich miteinander intelligent vernetzt. Wichtig zu erwähnen, alle Garantien, Gewährleistungen und Lieferansprüche werden hier natürlich weiter erfüllt und somit seid ihr auch mit euren alten Geräten noch komplett auf Nummer sicher. Dann gleich natürlich auch die Frage gestellt, was ist denn nun neu hier an dem neuen Plus-Modell? Fangen wir doch einfach mal mit den augenscheinlichsten Dingen an. Das Wichtigste, was euch wahrscheinlich sofort auffällt, wenn ihr das Gerät jetzt mal in die Hand nehmt, es ist 30% leichter als sein Vorgänger. Das heißt, wir haben hier nur noch 24,5 Kilo. Somit ist das System deutlich leichter zu handeln, deutlich leichter aufzubauen und auch nicht mehr ganz gewichtsmäßig so klobig. Auch besonders zu erwähnen ist, dass wir jetzt hier einen Anschlussstrategiewechsel hatten oder einen Anschlussstrategiewechsel. Ihr kennt es ja noch aus meinem alten Video. Hier gab es spezielle Anschlüsse für die PV-Module und den Wechselrichter. Hier hatten wir Spezialanschlüsse. Diese waren meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen fummelig. Das ist jetzt alles weg. Denn ihr seht jetzt hier nur noch reine MC4-Stecker. Das heißt, wir können jetzt hier ohne Probleme unsere Wechselrichter anschließen und natürlich auch unsere Solarmodule. Auch wichtig zu erwähnen ist hier die Zelltechnologie, oder an den Zellen wurde hier nochmal geschraubt. Hier wurde nochmal speziell auf die Winterperformance geachtet. Das heißt, die neu verbauten Zellen sind dementsprechend kälteresistenter, können deutlich besser arbeiten, können besser laden und entladen, zum Beispiel auch bei Temperaturen bis 0 Grad, was natürlich nochmal die Performance technisch deutlich erhöht und somit auch nochmal einen starken Vorteil für euch darstellt. Dann auch ein sehr wichtiger Punkt, ihr seht, ich habe hier noch mit einer Speichererweiterung auf den Tisch stehen. Die Speichererweiterung, warum steht sie da? Ganz einfach, hier gibt es auch nochmal einen Pluspunkt für euch. Wir haben jetzt hier eine Leistungssteigerung bei der Entladeleistung. Wenn ihr hier zum Beispiel 2 Speicher miteinander kombiniert oder noch mehr Speicher hintereinander anschließt, haben wir jetzt hier eine Entladeleistung von bis zu 2,4 kW. Das ist nochmal ein deutlicher Sprung nach vorne. Auch wichtig, was aber geblieben ist und was mir persönlich sehr wichtig ist, wir können mit jeder Speichererweiterung, ihr seht es hier nochmal, auch wieder einen weiteren String anschließen. Das heißt, mit jedem Speicherpaket, was ihr dazu kauft, könnt ihr einen weiteren PV-String hier anschließen. Die technischen Daten blende ich euch einfach gleich mal hier mit ein. Und somit ist natürlich das altbewährte behalten worden, aber es wurden hier nochmal deutliche Neuerungen eingeführt. So Leute, und jetzt wird es Zeit, das System in Betrieb zu nehmen. Wichtig, ich kann jetzt aktuell leider noch nichts großartig mit PV testen, denn bei uns hier ist Winter und meine Module liegen unter Schnee. Nichtsdestotrotz gab es ja trotzdem einige Änderungen hier, die mir der Hersteller angekündigt hat, und die will ich mir einfach mal anschauen. Dazu verbinden wir das System einfach mal mit der App. Die App heißt genau wie das System, Sun Energy XT. Diese App findet ihr ganz normal im Play Store oder Apple iStore. Wir werden jetzt das System in Betrieb nehmen. Das geht ganz einfach. Wir drücken einfach mal hier den Taster. Wichtig, wenn wir die Systeme schon gekoppelt haben, übereinander gestellt haben, seht ihr, alles läuft an. Ganz wichtig bei der ersten Inbetriebnahme, achtet darauf, dass hier im Display ein kleines Bluetooth-Zeichen zu sehen ist. Ist das nicht der Fall, müsst ihr das System einmal kurz zurücksetzen. Dann könnt ihr es per Bluetooth mit der App koppeln und dann mit eurem WLAN verbinden. Das wollen wir hier einfach mal tun. Das mache ich jetzt hier einfach mal. Und ganz wichtig, wir verbinden das jetzt hier mit unserem WLAN. Auch zu erwähnen, in meinem letzten Video hatte ich hier einen Kritikpunkt. Das war, wie gesagt,
Anfang 2025 hat das System Probleme gemacht, wenn ich es mit WLAN verbinden wollte oder das Vorgängersystem, weil es nur sehr kurze WLAN-Passwörter geschluckt hat, so um die 20, 25 Zeichen nehme ich an. Meine WLAN-Passwörter fangen aber meistens erst bei 30 Zeichen an. Somit konnte ich das nicht verbinden. Mal schauen, ob sich hier was getan hat. Und wir versuchen hier zu koppeln. Hier an dieser Stelle auch nochmal ein wichtiger Hinweis bei dem Koppeln. Achtet darauf, dass ihr jetzt natürlich, wenn ihr einen Plusspeicher habt, diesen auch hier auswählt und dann einen Plusspeicher koppelt. Und wichtig, Mischsysteme sind eventuell möglich, wenn ihr noch alte Akkupacks habt, aber da müsst ihr euch direkt an den Support wenden, damit ihr euch hier eine andere Firmware aufspielt. Im Prinzip sollte man erstmal die Akkus nicht mit alten Systemen mischen. Wie gesagt, fragt aber da beim Support nach, wenn ihr das machen wollt. So, und die Verbindung steht. Woran erkennen wir das? Ganz einfach, wir haben hier eine App-Verbindung und das WLAN-Symbol hier leuchtet jetzt dauerhaft, es blinkt nicht mehr. Und damit haben wir den Speicher jetzt quasi in die Cloud gebracht und können ihn über die App steuern. Aber jetzt kommt der Clou. Alle von euch, die den Speicher auch mal lokal kontrollieren möchten, für euch gibt es hier richtig gute Nachrichten. Und zwar öffnet der Hersteller die API. Das heißt, ihr könnt jetzt hier den Speicher auch direkt ansteuern. Wie macht ihr das? Als erstes geht ihr natürlich in eure App. Das ist ein wichtiger Hinweis. Dieser Schritt muss natürlich online einmal ausgeführt werden. Dann läuft das System aber. Wichtig ist, sollte natürlich dann auch die aktuelle Firmware drauf sein. Aktuell ist diese Firmware hier bei mir wahrscheinlich noch nicht verfügbar. Deswegen kann ich es euch leider noch nicht zeigen. Aber ich zeige euch einfach mal den Schritt, wie ihr hinkommt. Wir haben jetzt hier quasi die Übersicht mit dem Speicher. Klicken jetzt auf die Einstellungen, also Details anzeigen, hier oben auf Einstellungen und hier findet ihr jetzt den Punkt lokalen Modus. Wenn ihr diesen anklickt, könnt ihr jetzt den lokalen Modus einschalten. Ihr seht bei mir, ich bin noch nicht in der richtigen Firmware, da diese noch nicht ausgerollt ist, aber die wird jetzt bald erscheinen. Wir können natürlich auch jetzt hier schon mal den Support vielleicht kontaktieren, damit er euch dann hier diese Software schon freigibt. Ich habe aber hier schon mal ein Dokument, das kann ich euch einfach mal einblenden. So könnt ihr dann dementsprechend über die APE, über TCP zugreifen. Das bedeutet jetzt für euch, über den Port 8000 könnt ihr direkt im eigenen Netzwerk Daten im JSON-Format abgreifen. Ganz ohne Cloud und Umwege. Ihr seht hier in der Dokumentation einige Beispiele. Und wichtig, das Feature wird gerade ausgerollt, wird also dementsprechend mit einer neuen Firmware dann auch hier verfügbar sein. Wichtig, es gibt natürlich auch noch weitere neue Ausblicke und zwar zum Zeitpunkt März. Hier gibt es dann was ganz Spannendes, was ich dann vielleicht auch noch mal in einem weiteren Video vorstellen kann, denn hier wird es dann auch eine richtige Neuerung von diesem Hersteller geben, aber das nur als kleine Schmankerl vorneweg. Das wird dann vielleicht in einem nächsten Video hier von mir nochmal abgehandelt. Ganz wichtig, eine Frage an euch. Würdet ihr hier diesen lokalen Zugriff nutzen? Könnt ihr ihn überhaupt nutzen? Wisst ihr, was damit anzufangen? Wenn ja, schreibt mir doch einfach mal unten ein paar Beispiele in die Kommentare. So ergibt sich hier vielleicht auch ein schönes Folgevideo daraus. Was ist hier abschließend zu sagen? Das System ist ein sehr solides System, was wirklich einen sehr guten Eindruck macht. Der lokale Zugriff, das ist natürlich richtig geil, sage ich einfach mal. Das haben sich viele meiner Zuschauer schon in vielen meiner anderen Videos gewünscht. Hier ist er jetzt da, hier könnt ihr ihn nutzen und hier habt ihr dann volle Kontrolle über euren Speicher, natürlich auch offline, wenn kein Internet zur Verfügung steht oder ihr den Speicher einfach vom Netz trennt. So, damit bin ich auch schon wieder ziemlich am Ende des Videos angelangt. Hier an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an den Hersteller für das zur Verfügung stellen des Testgerätes. Wenn ihr euch für dieses Gerät interessiert, kein Problem. Aktuell gibt es wieder sehr interessante Angebote. Diese findet ihr unten wie gehabt in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr meinen Kanal unterstützen, kein Problem. Unten ist die Super Thanks-Taste oder schaut auf meine Homepage vorbei. Ihr könnt auch gerne hier meinen Kanal abonnieren, so bleibt ihr über alle laufenden Videos informiert. Vergesst aber nicht, die Glocke neben dem Abo-Button zu drücken. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.